Ja, hallo, schönen guten Tag. Ich heiße Martin Wörreshofer von der Windacher Biogemüserei. Wir machen hier heute einen Film im Rahmen von Nefertiti und ich bin gefragt worden, dass wir hier ein paar Sachen zu unserem Betrieb sagen, die auch im Rahmen der Arbeitsgruppe sind, Nährstoffeffizienz im Gartenbau. Und was das Besondere ist eigentlich in unserem Betrieb, ist, dass wir sind von der Vermarktungsrichtung her nur auf Direktvermarktung ausgelegt. Das liegt auch daran, dass wir einfach von der Größe her das nicht anders stemmen könnten, dass wir einen Großhandel oder dergleichen vermarkten. Wir haben jetzt mittlerweile 1200 Quadratmeter Gewächshäuser, wobei wir hier mit Doppelfolienhäuser arbeiten, um die Saison zu verlängern. Im Freiland arbeiten wir auf ca. 4.500 Quadratmeter. Und bauen eigentlich von A wie Artischocke bis Z wie Zucchini alles an. Nährstoffeffizienz im Gartenbau, sehr wichtiges Thema. Nährstoffe kosten uns Bauern, gerade die Gärtner, sehr viel Geld und da möchte man die so effizient wie möglich verwenden. Ist natürlich auch schlecht, wenn die sich in andere Schichten verlagern, nicht mehr verfügbar sind oder wenn sie gar ausgewaschen werden. Wie machen wir unsere Düngung? Jedes Jahr geben wir immer eine Gabe Kompost, dass wir den Bodenpool an organischer Masse, an organischen Stickstoff, an organischen Phosphor, an organischen Kali auffüllen letztendlich. Das Prinzip bei uns ist, dass wir unseren Kompost nur auf der Oberfläche leicht einbringen. Das heißt nie tief arbeiten. Wir bearbeiten unseren Boden nie tief. Man muss dazu sagen, der Kompost hier, ein Experte sieht es sofort, ist noch nicht ganz abgerottet, noch nicht ganz verkompostiert. Den haben wir erst gerade eben frisch bekommen. Der muss eigentlich noch 2-3 Wochen mindestens liegen bleiben, wenn nicht sogar 4 Wochen. Der heizt sich gerade noch mal sehr, sehr schön auf und dann haben wir eine wunderbare Struktur. Hier für die Neueinsteiger der Tipp: sich vorher echt das Kompostwerk gut anschauen oder mit Bauern. Es gibt leider wenig Bauern, die Kompost hergeben, weil die selber den Kompost brauchen. Das verstehe ich auch. Wir haben hier keinen in der Gegend, deswegen kriegen sie aus dem Kompostwerk. Aber hier ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das anschaut. Meines Erachtens ist das wichtig, weil mit Kompost kann man sehr viel gut machen, aber man kann auch sehr viel kaputt machen. Ja? Hinfahren, sich das anschauen, sich mit den Leuten unterhalten, sich den Kompost genau anschauen, dass man hier sich nicht zu grobes Material oder zu feines Material holt. Und das mit denen auch genau auch spezifizieren oder abmachen, was man da bekommt. Neben dem Kompost haben wir auch, weil Kompost nicht so viel Stickstoff zur Verfügung gibt, den wir natürlich brauchen. Das ist ja immer der limitierende Faktor im Bioanbau, leider das Riesenproblem, dass wir immer zu wenig Stickstoff haben, haben wir hier andere Stickstofflieferanten. Wir haben eine Zeit lang gearbeitet mit einem Dünger, der da heißt Maltaflor, ist basiert auf Zuckerrübenmelasse, ist teuer. Wirkt sehr gut, ist aber ziemlich teuer. Wir haben hier uns vor 2 Jahren für eine lokale Lösung entschieden, mit der wir heutzutage oder mit der wir jetzt momentan meistens düngen. Und zwar sind es eigentlich nichts anderes als Kleegras-Kops. Wir haben außen als Gründüngung Kleegras und lassen daraus Kleegras-Kops machen. Hier gibt es eine Futtertrocknung in der Nähe. Riesenvorteil davon ist, dass das Verhältnis von NPK Pflanzenbedarf, also so ist wie der Pflanzenbedarf auch ist. Bei Kompost haben wir sehr viel P- und K-Überhang, bei dem Maltaflor auch tendenziell P- und K-Überhang. Hier ist die Zusammensetzung NPK wirklich, wie die Pflanzen das brauchen. Wir haben einen Gesamt-N-Gehalt hier von 2,9%. Das ist nicht wahnsinnig viel, aber von der Ausbringung her geht es sehr gut und von der Verfügbarkeit her ist es auch gut. Wir haben uns mal einen Nitrat-Check ausgeliehen und hatten dieses Jahr mal ein paar Versuche mit den Praktikanten. Die Nährstoffverfügbarkeit ist da, die wird freigesetzt. Es gibt auch ein Produkt im Handel dafür mittlerweile, das ist auch ein Naturland-zertifiziertes Produkt ist. Kleepura heißt es, wird hergestellt. Die Jungs in Dresden haben das erfunden letztendlich oder haben es auf den Markt gebracht. Muss jeder seine eigenen Dünger finden letztendlich. Wir machen selbst im Prinzip das Gleiche. Mit denen geben wir unsere Haupt-N-Düngungen. Was wir auch noch machen, ist wie viele im Gartenbau, gerade im Gewächshaus, wir geben Vinasse. Ist kein Produkt, das ich favorisiere, aber es ist einfach gerade jetzt um die Jahreszeit, im Herbst, im Winter, ein guter Dünger. Ist kostenintensiv, aber ist ein guter Dünger, ist relativ einfach auszubringen. Man muss da aufpassen, da gibt
gibt es ein paar Tricks, wie man das verwendet. Musste ich auch erst viel Lehrgeld zahlen, aber man kriegt da relativ schnell eine gute Verfügbarkeit von Stickstoff her, auch bei kühleren Temperaturen und auch im Bestand, ein hoher Bestand wie Tomaten oder dergleichen lässt sich so auch einfach nochmal aufdüngen. Und man kann auch relativ gezielt hier düngen, ist das Gute. Ja? Also das ist von der Hinsicht her, von der Verwertbarkeit her ist die Vinasse schon sehr, sehr gut. Da kann man wenig überdüngen letztendlich, wenn man das mit Hirn benutzt. Aber das ist so unser Mix aus Düngern, mit denen wir arbeiten. Wir arbeiten natürlich auch mit Leguminosen in der Zwischenfrucht ein bisschen. Die geben uns auch was. Wir machen Bodenanalysen regelmäßig. Ich bin auch eben gesagt, ich habe gerade dieses Nitrat-Check erwähnt. Ich bin auch dabei am Überlegen, ob ich mir ein Nitrat-Messgerät kaufe, weil dann kann man einfach noch gezielter düngen, weil man einfach weiß, wie viel braucht man nicht, dass man halt nicht überdüngt eben, dass man einfach, wie gesagt, Geldbeutel und die Umwelt schont. Und dahin soll es eigentlich gehen, aber leider Gottes ist die Technologie da noch ein bisschen, also der Nitrat-Check ist nicht so ganz einfach. Es gibt andere Lösungen, die sind leider noch ziemlich teuer für so einen Kleinstbetrieb, wie wir es sind.